unglaublich. Einmal mit Profis arbeiten. Das ist. Ja, bitte? Ja, wo bist du denn? Ich stehe schon wieder auf dem scheiß Turm und niemand ist da. Ja, ich bin doch am Turm. Wo bist denn du? Ja, auf dem Turm oben drauf. Nee, der andere Turm. Hier, guck doch mal hoch. Wie der andere Turm da oben. Ja, der wir da. reden doch. Nein, wir reden doch immer, wenn wir vom Turm reden, reden wir immer jetzt von dem Turm. Können wir jetzt die Anmoderation machen? Ja, dann mach doch du. Nein, ich bleib jetzt da, hab keine Lust. Ah, ja, okay, dann halt. Na gut, ja, willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel der Baudokumentation für die Achterbahn, die spannendste Achterbahn weltweit in einem südbadischen Freizeitpark mit Länderthema, kann man so sagen. Wir haben heute wieder sehr viel vorbereitet und heute geht es wirklich um die Achterbahn. Wir haben ja letzte Folge einiges über Kroatien gesehen. Wir haben mit Miriam das Land kennengelernt, aber Kroatien war auch schon mal hier in Form von Mate Rimac. Der war nämlich vor kurzem hier auf der Baustelle und hat sich mit Michael Mack das Ganze mal angeguckt. Ja, zeigen wir das jetzt. Ja, spiel das doch mal ab und ich gucke, wie ich hier wieder runterkomme. Oh ja. Ich liebe Autos, ich liebe Technik, Technologie, auch Adrenalin und ich denke, alles wird hier erfüllt. Es könnte keinen besseren geben wie Mate Rimac oder Rimac Bugatti, die hier mit uns kooperieren, weil es zu 100% authentisch ist. Ich glaube, davon lebt eben dieser Europapark. Ich denke, dass der neue kroatische Bezirk sozusagen auch eine Riesensache für Kroatien selbst ist, um Kroatien zu zeigen und am Ende für uns auch als Unternehmen. Und ich denke, das ist auch eine sehr schöne Geste. Dass man eben eine Kooperation anstrebt, die auf Augenhöhe stattfindet und wo man voneinander lernen kann. Ich glaube, wir können von dieser Partnerschaft im Dreiländereck, sage ich jetzt einfach mal, mit Frankreich, Deutschland und Kroatien einfach viel voneinander lernen und freuen uns deshalb auch ganz besonders auf diese Zusammenarbeit. Unser Auto kann unter 2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen und das ist bis zu 1,4, 1,5 G. Jetzt habe ich gerade gelernt, dass wir hier auch 1,5 G in der Beschleunigung haben, also diese Richtung, die Fliehkraft, aber auch über 4 G in anderen Richtungen. Also man wird mit über 4 G in den Sitz gedrückt, vielleicht sogar bis 4,5, 5 G. Und das ist nochmal viel mehr als bei unserem Auto oder bei irgendeinem Auto, Straßenfahrzeug zumindest. Das ist schon Formel 1 Level und das kann ich kaum erwarten, selbst zu erfahren. Solange Patrick am Klettern ist, kann ich euch etwas mitnehmen in einen Bereich, den wir uns eigentlich schon einmal angeschaut haben, unsere Außenanlage. Wir haben ganz viele Zuschriften bekommen, dass euch dieser Bereich ganz besonders interessieren wird. Kann ich verstehen, der wird auch wirklich schön. Damit ich auch ein paar schöne Fragen beantworten kann, freut mich, dass Sebastian Elender, unser Gärtnermeister, Zeit hat. Hallo, morgen. Dass wir hier einmal gemeinsam uns umschauen können. Erzähl doch mal, eine Gartenanlage mitten in einer Achterbahn. Was für Herausforderungen bringt es so mit sich? Ganz schön viele Herausforderungen. Wir haben einmal die vielen Höheunterschiede, bei denen wir aufpassen müssen, dass unsere Pflanzen nicht reinwachsen. Wir müssen die Abstände einhalten. Wir müssen natürlich die Thematisierung einhalten, das heißt die Pflanzenauswahl kroatisch halten. Deshalb sieht man, wir haben einige Pinus verpflanzt. Einmal Pinus silvestris, später noch Pinus pinea. Das ist so die Hauptpflanze in Kroatien. Hier drüben kommt noch ein Weinrebefeld hin. Hast du gerade schon gesagt, ganz wichtig, Lichtraumprofil. Für mich als Betreiber dann ist es natürlich immer ein Ziel, dass unsere Gäste sicher ankommen. Das heißt, sie dürfen ja keine Äste und nichts ins Gesicht bekommen. Wie müsst ihr das sicherstellen? Richtig. Wir haben eine Schablone. Das ist unser, sage ich mal, unser Lichtraumprofil. An das müssen wir uns halten. Die Aufgabe von uns ist natürlich, wir müssen so nah wie möglich ans Lichtraumprofil, müssen aber natürlich sicherstellen, dass keiner von unseren Gästen irgendwie gestreift wird. Hier hinten ist es gerade. Vielleicht, David, komm, kannst du einmal kurz drauf? Wir laufen aber auch einmal hin. Jetzt stehen wir hier direkt neben dem Lichtraumprofil. Warum ist es gerade in der aktuellen Phase für euch so wichtig? Die Schablone, die nehmen wir mit jedem Abschnitt, wo wir weitergehen, um die Abstände des Gastes und des Waggons zu ermitteln, die Pflanze dementsprechend setzen können. Hier ist jetzt nur auf der Seite, normal gehört es auch noch auf die andere Seite, dann wird es eben umgelegt. Wenn man jetzt hier steht, sieht man, der Gast ist ziemlich nah das ist schon am Lichtraumprofil.
Das ist auch so, aber auch der Fahrgast, der drin sitzt, wird hier teilweise sehr nah an Elementen vorbeifahren. Ein sogenannter Near-Miss-Effekt. Genau. Dennoch, hier wird ein Zaun gesetzt werden mit einem Bogen nach oben, um eben das Reinlangen der Hand zu verhindern. Wir stehen hier direkt neben dem Lichtraumprofil, auch bei einem ganz besonderen Baum direkt hier neben uns. Kannst du uns da auch ein bisschen was dazu erzählen? Genau. Bereits im März sind wir in Italien gewesen, um unsere Pflanzen auszuwählen. Unter anderem diesen 800 Jahre alten Olivenbaum. Wahnsinn. Dort schon ausgesucht, reserviert, um jetzt hier in der Ruine zu positionieren. War 8 Tonnen schwer, 11 Meter lang und wurde mit einem 200-Tonnen-Kran von hier drüben hier rein gepflanzt. Vielen Dank dir. Sehr gern. Guck mal, ob es Patrick runtergeschafft hat. Der war da ein bisschen am Klettern. Super. Bis später. Spaß noch. Ciao. Danke. Wir sind jetzt an einem Ort, da waren wir schon mal, da war aber hier noch nichts eingebaut. Unsere Wartungshalle. Der normale Gast wird diese Halle nie zu Gesicht bekommen. Die ist ganz am Ende unserer Bahn. Man sieht hier durch die Fenster raus, sieht man noch ein bisschen was von der Bahn. Hier werden unsere Züge in der Nacht geparkt und dann morgens und abends gewartet. Das heißt, wir haben hier 2 Linien. Einmal eine Linie für 4 Züge hier und auch hier hinten noch mal eine Linie für 3 Züge. Wie das Ganze funktioniert mit dieser Wartung haben wir ja schon mal in einer Folge gezeigt. Muss ich jetzt nicht noch mal aufs Detail gehen, aber wir schieben die Züge natürlich nicht per Hand hier rein. Wir haben hier diese Reibräder alle paar Meter und diese Reibräder haben eine kleine Besonderheit und das ist eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema. Das schauen wir uns aber unten an. So, 2,20 Meter tiefer sind wir endlich am Boden der Tatsachen angekommen. Hier, unsere Reibräder sind dafür da, die Züge hier rein und raus zu fahren. Hier können wir die Züge genau positionieren, wo wir sie haben wollen, sodass wir ungefähr auf dieser Höhe dann die Räder haben vom Zug, an denen arbeiten können, unter den Zug schauen können, was alles hier passiert, ähnlich wie beim Bluefire. Wir haben hier aber ein kleines Problem, das wir designtechnisch dann lösen mussten. Die Teile, die an den Zug kommen, sind relativ schwer. Diese Teile müssen mit Hubwägen hier reingefahren werden, die kommen auf Paletten hierher. Aber die Reibräder brauchen ja irgendwie Strom. Die Kabel können nicht auf dem Boden liegen, von oben können sie auch nicht kommen. Also haben wir sogenannte Leerrohre im Boden reingelegt. Und diese Leitungen dann von hier einmal durchgezogen. Apropos Leitung, ist eine sehr schöne Überleitung. Hinter dieser Wand ist der Schaltschrankraum für diesen Bereich. Den schauen wir doch einfach mal an. Einfach dieser Leitung folgen. Irgendwo dadurch. So, ich musste einen kleinen Umweg nehmen, die Kabel waren direkt hier. Ich bin jetzt hier in einem der beiden Schaltschrankräume der Bahn. Wir haben 2 Schaltschrankräume, da die Verbraucher, die großen Verbraucher der Bahn sehr weit voneinander entfernt liegen, fast 300 Meter. Also die Lounges, die brauchen am meisten Energie und der Lounge Nummer 3 ist sehr weit weg vom Hauptschaltschrank. Also haben wir einen zweiten Schaltschrank, sparen wir mehrere Kilometer an Kabel. Die Kabel kommen hier rein, werden hier am Boden gebündelt und fahren dann in diese Schaltschränke rein. Jeder Schaltschrank hat seine eigene Aufgabe. Die einen sind für Lounges zuständig, die anderen sind für Reibräder zuständig, für Steuerungen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Schaltschränke, die am Schluss aber alle zusammenarbeiten müssen. Und wenn wir diesen Kabeln jetzt folgen, da nach hinten, dann kommen wir an einen ganz speziellen Ort. Ihr seht, hier gehen die Kabel rein. Wir müssen leider außen rum, weil David nicht durchpasst. Ich sitze jetzt hier auf unserer Drehweiche. Die ist noch nicht ganz fertig, aber man kann sie schon erkennen. Da unten seht ihr, da kommen dann die Kabel raus. Die haben wohl eine lange Leitung, sind noch nicht da, aber sie werden dann da rauskommen und in die Drehweiche eingebracht werden. Wir haben hier auf der Drehweiche die 2 Herzstücke, die 2 Schienen links und rechts mit den Statoren drauf für den Lounge. Das heißt, die Züge kommen von der Bremse da hinten auf diese Schiene. Das ganze Konstrukt dreht sich um 180 Grad. Sind auf dieser Seite im Lounge-Bereich von Lounge Nummer 3 erst nach hinten, dann nach vorne und dann sind sie wieder weg. Dann kommt aber auch schon der nächste Zug. Alle 36 Sekunden passiert das. Aber diese Drehweiche hat noch eine andere Aufgabe. Wir können von hier aus die Züge in die Wartung reinschieben. Das heißt, wir packen den Zug ganz normal drauf, drehen aber nicht 180 Grad, sondern nur so ungefähr 90 Grad und fahren seitlich die Züge in die Wartung. So haben wir eine doppelte Nutzung von einem Special-Effekt in der Schiene. Eigentlich ist das so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Bahn. Das ist das Herzstück. Wenn das hier nicht funktioniert, steht die Bahn. Aber
wenn das funktioniert, dann ist das ein richtig, richtig cooler Effekt. Da kommt noch ein bisschen Show außenrum. Was genau da passiert, sagen wir nicht so genau. Aber das ist ein toller Effekt. Das Ganze funktioniert über einen Mittelbau. Hier unter mir ist dieser Mittelbau ungefähr 8 Tonnen schwer, richtig massiv. Aber wenn so ein 10 Tonnen schwerer Zug da drauf steht, muss das auch ein bisschen was aushalten. Das muss millimetergenau verschoben werden. Deshalb eine richtig massive Konstruktion. Wenn das Ganze mal in Betrieb ist, schauen wir uns das hier nochmal an. So, das war's eigentlich von meiner Seite. Ich schau mal, wo Lukas ist. Der müsste doch auch irgendwo seine Runden drehen. Geht wieder nicht dran. Ich schau mal, wo er ist. Die Außenfassade haben wir zuletzt bei der Voltron 4D Premiere so richtig in Szene gesetzt. Stehen wir am Eingang. Ich würde mal sagen, wir gehen mal rein. Und Patrick? Was machen wir mit Patrick? Nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Patrick zu warten. Wir starten jetzt mit was Großem. Wir starten jetzt mit der Lucas Operations Revue. Guten Abend, meine Damen, meine Herren. Servus, Grüezi und Hallo. Herzlich willkommen zu meiner eigenen Show. Eine Show, in der es sich um die Zylinderwelt von Besuchersteuerung und Kapazitäten dreht. Freuen Sie sich auf 5 Stunden garantiert Metzger-approved Unterhaltung. Mit wundervollen Wartezeiten, traumhaftem Crowdmanagement und kultigen Tensatoren. Das ist meine Show live aus dem Europapark, die Lucas Operations Revue. Willkommen hier im Eingangsbereich der neuen Achterbahn. Für euch und für mich ein ganz wichtiger Bereich. Denn hier müsst auch ihr euch entscheiden zwischen den verschiedenen Wartebereichen. Wir beginnen hier einmal auf der rechten Seite mit unserem Hauptwartebereich. Wir werden hier einen Testsitz haben, wir werden eine Wartezeitbeschilderung haben, damit ihr auch wirklich wisst, wie lange die Wartezeit ist. Es wird ein Mitarbeiter hier stehen oder eine Mitarbeiterin natürlich. Und auf der anderen Seite einmal den Eingang für Virtualine. Virtualine hat hier eine ganz besondere Funktion beim neuen Coaster, nämlich auch Menschen mit Behinderung werden diesen Durchgang nehmen können. Warum wir das so tun, erklären wir dann in einer späteren Folge, aber es ist Bestandteil von einem großen operativen Konzept, damit der Bahnhofsprozess so einfach wie möglich funktioniert und wir wirklich auf eine Kapazität kommen von 1600 Personen die Stunde. Direkt daneben Single Rider. Ihr kennt es, ihr liebt den Service, um einfach schnell, ohne lange zu warten, mit Achterbahn bei uns fahren zu können. Ja, auch ein ganz wichtiger Ort hier, der Mitarbeiter, der Pausenraum liegt hier direkt am Eingang. Und was macht Patrick? Was machst du jetzt hier? Ich suche dich die ganze Zeit. Hä? Was geht denn hier ab? Wir drehen gerade die Operations Revue. Und das waren die 2 Tänzerinnen da? Die sind Bestandteil der Operations Revue. Ist mir egal. Also ich wäre durch mit meinen Punkten. Hast du noch was? Nö, ich habe hier eigentlich alles erzählt, was ich erzählen wollte. Den Bahnhof schauen wir uns ein anderes Mal an. Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut im November wieder rein, nutzt die Zwischenzeit, schaut euch die anderen Inhalte auf Video an. Da ist vieles Gutes dabei. Ja. Theatro. Lukas? Was? Wie viel 1000 Euro? Nee, das geht nicht aufs Baubudget. Nee, Lukas! Lukas! Guck, kannst du schnell Schulz filmen, der da. Guck, der Schulz mit. Interesse ist da auf jeden Fall. Wenn da außen rumfetzt, das ist schon macht Spaß.